Guten Tag, James Daniel. Ich komme aus Australien ursprünglich und ich bin Bauingenieur, Geophysiker und habe für die letzten 20 Jahre oder fast seit Geburt mit Daten zu tun. Ich arbeite hier beim Risklayer. Das ist eine Firma hier in Karlsruhe, die Naturkatastrophenmodellierung macht in verschiedenen Arten. Aber dann auch arbeite ich für die Weltbank. Ich bin der Lead Disaster Risk Analyst da. Und dann bin ich Professor an University of Adelaide in Australien. Und bin auch hier am Karlsruhe Institute für Technologie, the Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology. Also mein Name ist Johannes Brandt, ich bin 27 Jahre alt, ich komme hier aus Karlsruhe direkt und arbeite seit mittlerweile 2,5 Jahren für das Unternehmen Risklayer. Davor habe ich hier in Karlsruhe 6 Jahre lang studiert. Und genauer Geoökologie war das mit einem Schwerpunkt auf Geoinformationssysteme und Geodaten. Und seit mittlerweile 2016 lebe ich hier auch in Karlsruhe. Vorher habe ich bei meiner Familie in Norddeutschland gelebt und bin dann hier runtergezogen. Also meine offizielle Berufsbezeichnung ist Environmental Engineer and GIS Data Specialist. Also ich arbeite sehr viel mit Geodaten, verarbeite diese Geodaten, analysiere sie, damit man sie weiter nutzen kann, auch in Modellen und so weiter und so fort. Und das machen wir hauptsächlich in Bezug auf Naturkatastrophen und Naturgefahren und dann mehr in Richtung Risiko, Gefahren und Vulnerabilität, wie man diese Sachen beschneidet. Und dafür steht auch Risklayer dann letztlich. Für diesen Long-Covid-MECFS-Bericht dann hatte ich 2 Aufgaben. Das erste war erstmal zu gucken, verschiedene Modelle und auch verschiedene Daten von aller Welt, um zu gucken, was ist bis jetzt gemacht worden anhand Long-Covid-Studien und MECFS-Studien. Aber von der Datenseite, so von der Datenmodellierungsseite. Ich musste dann erstmal gucken, wie man das modellieren könnte. Und tatsächlich dann habe ich dann ein Modell entwickelt, wo man jede Person hat in Deutschland und dann guckt mal seit Anfang der Covid, was passiert. Und wir benutzen dann die Superdaten, die wir gesammelt haben bei Risklayer während der Studie, aber auch dann die Daten von Dirk Pestler. Und dann musste ich dann sehen, okay, wie oft jemand dann Long-Covid kriegt und dann von Long-Covid wer MECFS kriegt, aber dann auch die Leute, die schon MECFS hatten vor dem Anfang Covid. Und ja, so meine Aufgabe war die Programmierung von dem gesamten Datensatz. Aber dann habe ich auch viel Erfahrung in ökonomischer Schaden. Und deshalb dann die Modellierung von, wie stark jemand betroffen ist, auch wie viel die Daten, so wie viel eine Person dann arbeiten kann, was das für eine Auswirkung auf die Wirtschaft, was für eine Auswirkung auf deren Familie und natürlich auch das Gesundheitssystem. Und ich musste dann alles einbauen in ein ökonomisches Modell, das tatsächlich diese Anzahl an, wie oft jemand dann in einem Long-Covid-Fall dann hat, oder die MECFS haben, zu welcher Stärke dann sind die betroffen. Und dann habe ich dann das dann in ein gesamtes Modell dann gemacht. Ich hatte unterschiedliche Parts, kann man sagen. Also ich habe am Anfang hauptsächlich darauf geguckt, welche Daten gibt es schon für Long-Covid und MECFS in Deutschland, aber auch weltweit. Welche Modelle gibt es, welche Kostenabschätzungen sind verfügbar und was kann man vielleicht davon nutzen, was kann man adaptieren. Und ansonsten habe ich auch James sehr viel unterstützt, also meinen Kollegen hier von Risklayer, der das Modell aufgesetzt hat. Habe geguckt, dass seine Skripte laufen, dass seine Skripte stimmen, was er da reingeschrieben hat und dass wir auch immer 2 Augenpaare hatten, die da drüber geguckt haben, damit auch wirklich alles stimmt. Und ansonsten habe ich auch sehr viel das Projekt versucht zu koordinieren, weil wir natürlich von 2 verschiedenen Orten auf der Welt gearbeitet haben. Das heißt, wir mussten Meetingszeiten finden, die für alle passen und das war schwierig, wenn man in Australien einerseits James und Amy hat, die dort gearbeitet haben und dann wir hier in Deutschland. Die Motivation war einerseits unsere Arbeit von der Corona-Pandemie, die wir gemacht haben mit dem Sammeln der Daten, Sammeln der Zahlen weiterzuführen,
und auch wirklich diese Kosten zu quantifizieren, weil wir haben diese Möglichkeiten im Bereich der Naturkatastrophen, wie wir das hier machen, auch im Risk Layer. Und das wollten wir auch in gewisser Weise dann auch für diese chronischen Krankheiten versuchen anzuwenden und das halt zu quantifizieren für Deutschland, damit man da auch was Handfestes in der Hand hat und womit man dann in Richtung Politik gehen kann und sagen kann, ja, wir haben jetzt so und so viele Kosten, da muss was gemacht werden, wir müssen mehr in Forschung investieren und so weiter und so fort. Seit Anfang Corona haben wir die Daten gesammelt, jeden Tag, jeden Abend zu zweit dann gesessen am Anfang und die Daten von die 401 Landkreise dann zusammengestellt und dann zu gucken, was für einen Trend gibt es in jeder Ort. Das war der Anfang, aber dann haben wir herausgefunden, dass viele Leute sind immerhin getroffen von den Effekten von Long-Covid oder von Covid. Und Dirk Pessler, er hat während des, er war ein guter Freund, oder ist ein guter Freund, und während des Anfangs des Covid-Zeit, dann haben wir zusammen dann, wir waren immerhin so am Tippen und so, und dass ich gefunden habe, dass er Long-Covid hat, dann, das hat mir wirklich getroffen. Ich habe auch, mein Cousin hat ME/CFS in Australien und dann, es war ein No-Brainer, dass wir die Studie jetzt machen, weil erstmal aus Datenanalyse oder aus Naturkatastropheningenieur, ich will immer wissen, was genau die Effekte von einer Katastrophe sind. Und ich muss das herausfinden, modellieren und programmieren, um zu wissen, was das für einen Schaden hat. Und das war für mich ein Problem, der nie gelöst war hier, was die Kosten sind von ME/CFS und Long-Covid. Und deshalb musste ich und glücklicherweise auch die anderen Leute im Team, die wollten auch das wissen. Und so zusammen, dann konnten wir das dann machen. Von Anfang, wir hatten Kontakt mit Dirk Pessler, der dann Kontakt mit Jörg hatte. Und dann habe ich dann mit Johannes gesprochen natürlich, weil er war bei dieser Covid-Geschichte. Wir fanden das ein ganz spannendes Thema, wollten dann natürlich auch unsere Methodiken und Expertise mit einbringen und so kam das Ganze dann auch zustande. Und dann habe ich auch Amy gesammelt von Australien. Sie ist auch John Monash Scholar und sie hat viel mit Epidemiologie gemacht. Und deshalb sind wir dann in Kontakt mit dem ME/CFS über Dirk gekommen. Letztlich ist die Monte-Carlo-Simulation ein mathematisches Verfahren, um verschiedene Zufallsszenarien sozusagen durchzuspielen. Und bei der Monte-Carlo-Simulation betrachtet man nicht fixe Werte, sondern bestimmte Wahrscheinlichkeiten, variable Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und die haben wir vor allen Dingen auch bei Long-Covid und ME/CFS, weil wir variable Größen haben, unsichere Größen wie die Krankheitsdauer und die Genesungsdauer und so weiter und so fort. Und das kann man dann sehr gut mit der Monte-Carlo-Simulation simulieren und darstellen. Wenn man 84 Millionen Leute dann modellieren will, man will sicherstellen, dass man die richtige Anzahl an Severity Cases und so weiter dann hat, dann ist es perfekt geeignet für solche Sachen. Wir benutzen das für Naturkatastrophenmodellierung, wir benutzen das für Modellierung von Menschen in verschiedenen Arten von Verteilungen von Leuten nach Autounfällen und so. Und es ist dann perfekt geeignet auch für, wenn man Infektionen hat und Infektionen modellieren will. Also wir haben viele unterschiedliche Datenquellen angeguckt. Dazu zählen vor allen Dingen dann auch die wissenschaftlichen Studien, die verfügbar sind, also die veröffentlichten Daten, die veröffentlichten Studien. Was gibt es überhaupt auch im deutschen Kontext? Was wurde bereits veröffentlicht? Und diese Daten sind ja relativ hochqualitativ, weil die wurden einem Peer-Review-Prozess unterzogen. Und da haben mehrere Leute drauf geguckt, dass das auch wirklich alles richtig sind. Und darauf haben wir die meisten unserer Annahmen dann auch gestützt. Aber wir haben natürlich auch Krankenkassendaten und so weiter angeschaut. Was haben die für Abrechnungsdaten, wie viele Long-Covid-Fälle und so weiter und so fort, also ME/CFS-Fälle, haben sie aufgenommen oder haben sie wahrgenommen. Und
Da gab es auch zwischendurch kleine Analysen, die veröffentlicht wurden. Da haben wir auch immer wieder reingeguckt und damit konnten wir unser Modell auch dann ein wenig validieren. Dann auch während dieser Studie, dann haben wir auch Daten, nur so zuverlässige Datensätze benutzt, die entweder von Bund kommen oder von verschiedenen Organisationen, von der Versicherungsindustrie und von anderen Ländern, wo es ein Peer-Review-System gibt. Und das alles zusammen führt zu einer guten Datenqualität von was wir haben. Natürlich, die Base-Daten haben Unsicherheiten, aber wir haben natürlich dann das Beste, das wir als Wissenschaftler machen können, um das alles zu organisieren und die Datenqualität dann zu bestimmen. Die Fallzahlen von ME/CFS kamen, wir haben so eine Anfangsfallzahl von ME/CFS. Das kam von den verschiedenen Studien, die hier in Deutschland sind. Und es gibt Unsicherheiten da. So am Anfang Covid, es gab Zahlen von 250.000, es gab Zahlen von 500.000. Wir haben dann einen mittleren Wert von 400.000 dann benutzt. Und dann haben wir dann das modelliert. So einfach durch die Jahre mit Long Covid und ME/CFS dazu. Wir haben dann modelliert anhand aller dieser guten Studien, die wir haben, um dann die Werte von ME/CFS am Ende, 680.000, und dann Long Covid Variant. So natürlich, das geht hoch und runter von Long Covid. Und deshalb, und am Ende war das 870.000, aber ich denke am höchsten Punkt 1,7 Millionen oder so. Es gibt Daten zu Long-Covid und ME/CFS in Deutschland. Die werden über diese ICD-Codes abgerechnet, zum Beispiel bei Arztpraxen, in Kliniken, wenn diese Leute in Behandlung gehen. Also die Daten sind verfügbar, aber die werden nicht unbedingt gerne veröffentlicht oder werden nur vereinzelt veröffentlicht und analysiert. Das heißt, wir hatten auch keinen Zugang zu diesen Daten unbedingt. Wir hatten, wie gesagt, nur diese vereinzelten Berichte, wo wir mal wieder reinschauen konnten. Deswegen mussten wir von Grund auf auch diese Long-Covid-Fälle modellieren, sozusagen. Also dass wir diese Wahrscheinlichkeiten haben vom von den Corona-Infektionen zu Long-Covid und dann die Transfermöglichkeit auch zu ME/CFS. Ja, es gibt zwei für mich. Eins war die Anzahl an Long-Covid-Fälle, die in 2022 direkt nach den Delta-Wave und dann die ersten Omikron-Welle, dass so viele getroffen waren. Ja, das hat mich ein bisschen überrascht, aber letztendlich, dass ME/CFS und Long-Covid so einen großen ökonomischen Schaden jedes Jahr dann treffen und deshalb einfach das Gesamtkost von über 50 bis zum 60 Milliarden pro Jahr, das hat mich überrascht. Mich hat am meisten überrascht, dass die Kosten der Studie so hoch ausfallen. Also dass es über die 5 Jahre wirklich über diese 250 Milliarden Euro sind und dass wir bei unseren Modellannahmen, die auch eher konservativ sind, dass wir bei solchen Kosten dann auch landen. Und wenn man das wieder mit Naturkatastrophen vergleicht, sind das sehr, sehr hohe Kosten, die auch die Naturkatastrophenkosten in Deutschland übersteigen. Wenn man das über die 5 Jahre vergleicht, ist es etwa 4-mal so hoch. Und bei Naturkatastrophen sieht man die Schäden direkt und da wird direkt gehandelt. Bei Long-Covid sind es eher versteckte Kosten. Man sieht die Menschen nicht und das ist dann schon ein bisschen beunruhigend zu sehen. Ja, also diese Kosten, die wir da modelliert haben oder die in diesem Modell auch enthalten sind, die überlappen natürlich alle. Aber ich glaube, letztlich ist es so, dass die persönlichen Kosten überwiegen und die auch den größten Anteil in unserer Studie ausmachen. So, die Personalkosten sind natürlich am höchsten. Für den betroffenen Mensch natürlich, die nicht arbeiten kann oder dass auch so das Leben leider ein bisschen dann beschränkt ist. Ja, das ist eine große Personalkost und das sind die größten Kosten. Natürlich aber auch die Employer und die Umgebungskosten, die Society-Kosten sind nicht ohne. Die sind fast genauso gleich wie das gesamte Personalkost. Aber ja, die Personalkosten sind am höchsten. Wir haben unterschiedliche Modelle berechnet, also wir haben verschiedene Permutationen berechnet
Und für die Schwere haben wir jeweils eigentlich immer angenommen, dass ME/CFS schwerer ist als Long-Covid, aber wir haben zwei unterschiedliche Modellpermutationen laufen lassen, dass wir einmal eine mildere Krankheitsschwere haben, wobei dann immer noch ME/CFS höhere Krankheitsschwere hat als Long-Covid, und dann haben wir noch eine Modellpermutation, wo wir allgemein eine höhere Krankheitsschwere annehmen, also ME/CFS und Long-Covid jeweils höher, aber ME/CFS weiterhin auch noch höher als Long-Covid. Und dadurch, dass wir verschiedene Modellpermutationen haben, wir haben nämlich auch zwei unterschiedliche Bevölkerungsverteilungen betrachtet, hatten wir letztlich 4 verschiedene Modelle, die wir gerechnet haben, und diese haben wir dann gemittelt, um ein gemitteltes Bild auch zu haben. Wir haben die Covid-Fälle, natürlich gibt es Covid-Wellen, wo Leute dann, viele Leute auf einmal dann Covid kriegen, und dann gibt es eine Lücke, wo dann entweder die Vaccinations funktionieren, die Impfungen funktionieren, oder es gibt Leute, die dann wir sind nicht in die gleiche Ort, oder es ist Sommer, wo wir draußen sind, und dann gibt es, dass es runtergeht und dann geht es wieder hoch. So jedes Mal, dass es wieder hochgeht, natürlich gibt es mehr Möglichkeit, dass Leute dann in Long-Covid dann reinrutschen. So, deshalb ist die Long-Covid geht hoch und runter. Aber natürlich, wenn man ME/CFS kriegt, ist es nicht einfach rauszusteigen. Long-Covid, man kann das kriegen für 2 Wochen, für 8 Wochen, einem Jahr oder so, aber glücklicherweise gibt es eine bessere Chance, dass man rauskommt als nicht. Für ME/CFS ist das nicht im Fall. Und deshalb, die Leute, die ME/CFS haben, bleiben und dann dazu packen Leute mit Long-Covid und auch andere. Es ist nicht nur Long-Covid, der eine ME/CFS-Infektion dann bringt. Deshalb geht das einfach so weiter. Es gibt ein Problem hier, das trifft mehr als 1% von Leuten in dem Land. Das macht daraus auch mehr als 1% Bruttoinlandsprodukt pro Jahr. Und deshalb, das ist ein Problem, der eine Lösung braucht. Ganz klar, die Kosten zeigen, dass wir einen hohen Forschungsbedarf haben, den wir auf jeden Fall mit Investitionen dann noch fördern sollten. Wir sollten Investitionen in die Forschung haben, damit wir neue Behandlungsmöglichkeiten und auch bessere Therapien für Long-Covid und ME/CFS bekommen, damit wir auch langfristig versuchen, die Leute zu heilen und diese Kosten zu senken. 50 Milliarden, 60 Milliarden ist keine kleine Zahl. Und das hat Implikationen für die Entwicklung von dem Land, von Deutschland. Es hat Probleme dann, die kommen dann später in die Wirtschaft, aber auch in Bildung und so viele Sektoren, wo diese Leute sind und fehlen. Und dann, das ist 1% von einem Land. Das ist keine kleine Zahl. Also es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die wir auch im Bericht aufgezeigt haben. Das ist zum einen dann die Investitionen in Forschung, um bessere Behandlungsmöglichkeiten und Therapien zu bekommen, und die Verbesserung der Versorgungsstrukturen, zum Beispiel durch nationale Zentren, Long-Covid-Zentren, ME/CFS-Zentren und Ambulanzen, damit Leute wirklich dorthin gehen können, sich behandeln lassen können mit möglichst aktuellen Therapien und was gerade verfügbar ist. Und ja, das sind, glaube ich, die 2 Hauptansätze, die wir haben, um diese Krankheiten auch langfristig davon die Kosten runterzudrücken. Investieren, damit wir bessere Behandlungsmöglichkeiten haben, eine bessere Versorgung der Patienten. Also wir brauchen bessere Versorgungsmöglichkeiten für Patienten. Wir brauchen mehr Long-Covid-Ambulanzen und Long-Covid-Zentren, ME/CFS-Zentren, wo die Leute spezifisch hingehen können, wenn sie diese Symptome haben, wenn sie denken, dass sie Long-Covid haben, dass sie ME/CFS haben können, dass sie sich behandeln lassen können mit den neuesten Methoden und mit den neuesten Therapien
Und dann natürlich wäre es auch ganz gut, wenn wir die Datenlage verbessern, die Surveillance, also die Überwachung dieser Fälle, dass wir ein nationales Erfassungssystem haben von diesen Fällen, wie diese Krankheiten verlaufen und auch was für Kosten die mitbringen. Das ist natürlich dann auch von Person zu Person unterschiedlich, aber wenn man das national erfassen könnte, würde das deutlich helfen. So, unsere Modelleinschätzung. Wir haben viele Daten und so viele Studien gelesen und das beste Modell, das wir machen könnten in 6 Monaten, haben wir dann zusammengestellt. Aber natürlich gibt es Limitationen, weil wir wissen nicht perfekt, wie viele Leute dann von einem Long-Covid-Fall dann in ME/CFS rutschen. Wir wissen nicht, was genau die Auswirkungen sind von jeder Impfung, das jemand gekriegt hatte vor Covid. Wir wissen nicht genau, was wie viel, wenn eine Person nicht arbeiten kann, 2 Tage in der Woche. Das ist nicht zu sagen, dass 40% von deren Gehalt fehlt oder das ist nicht zu sagen, dass die 40% sind. Es gibt so viele andere Zahlen, so Komponenten, die diese Zahl rausmacht. Deshalb haben wir das modelliert und haben versucht, das zu modellieren. Aber ja, das ist unsere beste Schätzung. Oder zum Beispiel auch, wie politische Interventionen vielleicht darauf gewirkt hätten. Also das kam auch in ein paar Reviews durch, die wir bekommen haben, dass man vielleicht nochmal genauer betrachtet, was würden denn diese politischen Interventionen ausmachen, Forschungsförderung und so weiter und so fort, wenn es neue Behandlungsmöglichkeiten gäbe, Therapien. Da haben wir uns jetzt nicht so genau fokussiert, aber das könnte man in zukünftigen Studien vielleicht modellieren und auch mit einbauen in das Modell. So, ich hoffe, dann in die Zukunft gibt es 2 Sachen. Einmal zu den Zahlen das ist mehr so die medizinische Teil, wo wir gucken auf mehr Studien, dann haben wir mehr Möglichkeit, die Unsicherheiten ein bisschen so weniger zu machen. Und das Zweite ist auf der ökonomische Teil. Natürlich Befragungen helfen bei des Werts von, wie viel die Kosten sind für jemanden, der ME/CFS hat. Wie viel sind die Kosten für jemanden, die vom Long-Covid getroffen ist. Wir haben das geschätzt und durch Studien und was wir kriegen konnten, aber es gibt so wenig da im Vergleich zu anderen Problemen in Gesellschaft von was die Kosten sind. Deshalb, ich denke, wir haben eine super Studie gemacht und ich denke, ich bin sehr stolz darauf, dass wir so eine gute Zahl da haben, dass ich sagen kann, als ökonomischer Ingenieur dann, ich stehe dahinter, aber ja, hoffentlich dann auf die ökonomische Seite können wir auch viel, viel mehr machen in die Zukunft. Es gibt intangible Kosten, so die sind die Kosten, wo man sagt, genau die Kosten, das du gerade gesagt hast, die sind sehr, sehr schwierig zu schätzen. Teilweise sind die in unserer Studie drin, aber das ist nicht immer in diese Methode rein. Es gibt Sachen, die man nie so wirklich die Kosten von denen dann kriegen kann. Wenn ein Museum in einer Stadt von einer Erdbeben betroffen ist und das weg ist es nicht nur die Kosten von das Gestein und die Mauer und so weiter und was drin ist. Viele Sachen haben einen Wert, die man gar nicht schätzen kann und das ist noch nicht drin. Deshalb sage ich immer, das ist ein konservativer Wert, die 250 Milliarden. Aber es gibt viel mehr und so ich denke, wir haben so das beste Schätzung gemacht für was da ist. Es lag einerseits auch daran an den Daten, die wir verfügbar hatten, die wirklich deutschlandweit verfügbar hatten und da haben wir halt gesehen, wenn wir höhere Annahmen machen, dass wir das nicht wirklich abdecken und dass es dann out of the box ist gefühlt für uns. Und damit wollten wir nicht rausgehen, wir wollten eher konservativ bleiben und sagen, wir nehmen eher die geringeren Zahlen, das, was auch dann eher annehmbarer ist, finde ich. Das sind natürlich alles Punkte, die sich auf die Ergebnisse auswirken, also falsch ausgestellte Diagnosen und so weiter und so fort.
Also das auch bei den MECFS-Fällen, die wir als Startpunkt sozusagen haben, die 400.000. Wir können nicht sagen, ob das richtig ist, ob das wirklich der Startpunkt ist oder ob wir schon viel höher liegen, und auf einem viel, viel höheren Niveau starten müssen. Und das beeinflusst alle die Ergebnisse und da müssen wir mit leben erstmal. Das ist durchaus möglich. Also die Dunkelziffer ist eine der größten Unsicherheiten im Modellraum für Covid. Glücklicherweise gibt es jetzt 3 Studien hier in Deutschland, die geguckt haben auf die Dunkelziffer. Wir haben eine dunkelzifferbereinigte Zahl genutzt, also dunkelzifferbereinigte Infektionszahl. Und die kommt auch von Dirk. Also Dirk hat sozusagen mit einem Team modelliert, wie hoch die Dunkelziffer sein könnte und hat das auch zum Beispiel mit einer offiziellen Studie vom RKI abgeglichen, die zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Also in Bezug auf die Dunkelziffer können wir, glaube ich, gar nicht höhere Kosten haben. Also passt schon in dem Bereich, weil wir nicht die offiziellen Daten nutzen, sondern dunkelzifferbereinigte Daten. Mit MECFS-Fällen, wer weiß, weil natürlich die Zahlen, die da stehen am Anfang, es gibt eine große Unsicherheit drin. Und ja, was ich jetzt viel mehr gelernt habe, dass nicht jeder, die MECFS hat, weiß, dass die MECFS haben. Deshalb, vielleicht gibt es eine Dunkelziffer da, der nicht in unserer Studie drin ist. Deshalb könnte das vielleicht ein bisschen höher sein. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil seitdem wir diese Studie gemacht haben für Deutschland, gibt es viele Anfragen natürlich von anderen Ländern. Australien, weil wir haben die Studie mit Australien gemacht, aber dann auch Österreich, Island und viele andere Länder. Aber letztendlich, wir haben hier in Deutschland eine sehr, sehr gute Datenbasis gehabt. Wir wissen auch, dass die Dunkelziffer dann richtig steht. Vielleicht für andere Länder gibt es andere Dunkelziffer und nicht so viele gute Datenbasis. Und deshalb, es gibt Sachen, die natürlich übertragbar sind, aber letztendlich muss die Datenbasis für Covid richtig sein und für MECFS. Deshalb ist es nicht so einfach, das überzutragen. Aber ich denke, für Australien haben wir einen guten Anfang, da wir die Studie mit Australien gemacht haben. Da gibt es auch eine gute Datenbasis. Das könnte gut funktionieren und hoffentlich für ein paar von den anderen Ländern wird das dann gut funktionieren. Ja, Postvac haben wir am Anfang, glaube ich, unseres Projekts, unserer Studie direkt auch besprochen, dass es sehr schwierig ist, das noch damit reinzubekommen, weil wir haben noch eine unübersichtlichere Datenlage, wir haben noch eine unübersichtliche wissenschaftliche Publikation, also es gibt weniger da einfach. Und zur aktuellen Forschungslage kann man sagen, dass die Zahlen da auch einfach geringer sind als Long-Covid und MECFS. Deswegen haben wir dann relativ am Anfang bei uns im Projektteam auch gesagt, dass wir das erstmal nicht berücksichtigen. Ich finde das erstmal sehr interessant, so, wenn man das auf 1,5, 1,7 Millionen rechnet, weil interessanterweise die MECFS-Fälle, die jetzt da sind, plus die Long-Covid-Fälle sind um die 1,5 bis 1,7 Millionen. Deshalb ist es vielleicht interessant, jemand, der Long-Covid hat, dann, MECFS ist sehr schwierig natürlich zu sagen, das ist genau MECFS. Oder ein Long-Covid-Fall, das ist genau ein Long-Covid-Fall. Deshalb vielleicht gibt es eine Überlappung da. Deshalb, vielleicht insgesamt dann 1,5, 1,7 Millionen könnte so passen. Letztendlich, es ist durchaus möglich, dass unsere Modellierung von es ein bisschen zu klein ist. Oder es ist zu groß. Das wissen wir nicht. Es ist eigentlich unsere beste Schätzung zu die Anzahl an Fällen. Also ganz generell kann man sagen, dass unser Modell sehr konservativ und eher weniger Fälle annimmt. Das haben wir von Anfang an gesagt, dass wir auch eher konservativ daran gehen wollen, um zu zeigen, dass es das Mindestmaß, was sozusagen Kosten entstehen kann. Aber jetzt in Bezug auf die MECFS-Fälle, glaube ich, kann man nicht so leicht einfach hochrechnen auf Hamburg-Zahlen auf ganz Deutschland. Diese Hamburg-Zahlen kommen von der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg
und die gehört auch zu der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Deutschland. Das ist sozusagen der Dachverband dieser 17 Kassenärztlichen Vereinigungen. Also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, davon haben wir die Daten selbst genutzt und darunter fällt dann auch Hamburg. Also ich denke, wir haben das ganz gut damit abgedeckt. Ja, also es gibt jetzt zum Beispiel im Jahr 2021 gab es ja diese große Ahrtal-Naturkatastrophe. Und das war wirklich auch die größte Naturkatastrophe der Nachkriegszeit in Deutschland. Und die war aber auch noch kleiner als diese jährlichen Kosten von Long-Covid und ME/TFS, die wir modelliert haben. Also da gab es jetzt einen Bericht, der jetzt vor ein paar Monaten, ein paar Jahren veröffentlicht wurde. Und der kam so auf Kosten um die 40 Milliarden Euro. Und das war halt auch die schwerste Naturkatastrophe der Nachkriegszeit in Deutschland. Und das war die mit den größten Kosten, die wir da hatten. Und die hat natürlich, wenn man das vergleicht, in den letzten 5 Jahren den größten Ausschlag gehabt auch insgesamt. Aber wenn man das dann wieder mittelt, über die Jahre hatten wir dann die letzten 5 Jahre so von Naturkatastrophen so 12 Milliarden Euro durchschnittlich an Kosten. Und das ist halt schon noch deutlich geringer als die Kosten von Long-Covid und ME/TFS zusammen. Ja, zum Teil. So gut, dass man kann, sind dies in die Personalkosten drin und auch für die Employer. So, das ist dann insgesamt da drin und kommt im Modell rein. Genau. Ja. Also die Resonanz war erstmal gut, dass wir das machen eigentlich. Also es ist ein guter Startpunkt, dass wir damit anfangen, dass wir wirklich diese Kosten quantifizieren. Aber das ist natürlich nur erst der Anfang. Also es gibt viele Möglichkeiten, das besser zu machen oder weiterzumachen und weiter zu formen. Und ich glaube, da ist die Wissenschaft auch gefragt, dass sie sich damit weiter auseinandersetzt und auch in Bezug auf den deutschen Kontext da mehr macht, um es genauer zu erfassen, zu quantifizieren und dann auch vielleicht die Krankenkassendaten zu nutzen, die diese Projekte dann vielleicht auch bekommen, wenn die öffentlich ausgeschrieben werden und dann im Zusammenhang mit Krankenkassen arbeiten. Und das wäre ganz gut, wenn man dann auch auf diese Daten zurückgreifen könnte, um die Modelle zu validieren. Und das ist, glaube ich, ein guter Schritt in die Zukunft dann.